Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Thema, auf das ihr mich aufmerksam gemacht habt, und zwar geht es um Stempelhilfen. Ich habe in einem Video, wo ich euch die Stempel oder wie man Stempel selber machen kann, wo ich das euch gezeigt habe, da hatte ich einen Kommentar drin, wo jemand gesagt hat, na, man kann nicht nur Stempel-Tools verwenden, sondern es gibt eben auch diese Stempelhilfen. Die hatte ich bis jetzt nicht und ich habe mich da mal drum bemüht, mal zu gucken, was es da so gibt. Und genau das will ich euch zeigen. Das ist aber nicht das einzige heute, weil ich wollte euch auch noch 3 andere Sachen sagen. Und zwar ist das erste für diejenigen, die schon immer mal wissen wollten, was ich eigentlich mache, wenn ich keine YouTube-Videos drehe, was ich da so mache. Und ich war bei der Plottertante. Sie hat ein Format auf Instagram, das heißt Talking Outside the Box. Und da war ich am Dienstag zu Besuch. Ich durfte mich da vorstellen. Und für diejenigen, die das verpasst haben, zeige ich euch kurz, wo ihr das findet. Und zwar ist es so, wenn ihr auf das Profil der Plottertante geht, hat es hier eine Sektion, die Videos heißt. Und da ist es das erste Videos und ich war der 3. Gast, falls ihr euch das angucken wollt. Das war jetzt etwas, was in der Vergangenheit liegt, aber ich habe auch noch was in der Zukunft liegt. Und zwar ist das was für alle Schweizer oder diejenigen, die nahe der Schweiz wohnen. Und zwar machen wir bei Yasando am 12. November, das ist ein Samstag, machen wir 3 Workshop-Blöcke, wo es um das Thema Sublimation geht. Das heißt, wir teilen da mit euch unser ganzes Wissen rund ums Thema Sublimation. Und zwar findet ihr die Infos dazu auf der Yasando-Seite, wenn ihr in die Kursangebote geht. Dann habt ihr hier unten 3 Blöcke, das sind diese grünen Flyer, wo ihr euch anmelden könnt. Kostet nur 10 Franken, also ich finde das wirklich ein absolut fairer Preis. Und ihr bekommt da einen 1,5 Stunden Workshop, wo wir unser ganzes Wissen mit euch teilen und wo ihr selber auch schon mal ein erstes Projekt umsetzen könnt. Das heißt, wenn euch das Thema interessiert und ihr irgendwo in der Nähe wohnt, dann würde ich mich super freuen, wenn ich euch da live auch antreffen würde. Und eben die ganzen Infos findet ihr auf der Yasando-Seite, wo ihr euch eben auch anmelden könnt. So, das war das zweite. Das dritte ist was für euch, weil ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich 2 Bücher verlose. Und ich habe da super viele Kommentare bekommen, die mich wirklich riesig gefreut haben. Und heute machen wir die Verlosung, damit ihr dann auch seht, ob ihr eines dieser beiden Bücher auch gewonnen habt, wenn ihr eben einen Kommentar hinterlassen habt. Das machen wir dann ganz am Schluss. Aber jetzt gehen wir zuerst rein zum Thema Stempelhilfen. Ich habe die beiden Pakete absichtlich noch nicht ausgepackt, und zwar, weil das perfekte Beispiele sind, weil ich sage euch ja immer wieder von wegen, dass es wichtig ist oder wie wichtig die Verpackung ist, wenn ihr selber Sachen verkaufen wollt. Und das sind hier eben 2 perfekte Beispiele, wie man es machen kann. Ne? Das erste, nehmen wir mal das ist von Mias Papierwerkstatt. Die ist in der Schweiz. Das heißt, das ist für die Schweizer, wenn ihr die Artikel bestellen wollt. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist klar ihr Stempel auf der Adresse drauf, schön mit ihrem Logo. Und sie hat die ganze Adresse tatsächlich auch von Hand geschrieben. Ne? Das ist schon mal was ich sehr sympathisch finde. Wenn man das dann aufmacht, dann habe ich gleich mal eine super süße Karte und eine persönliche Notiz von Manuela. Das ist schon mal sehr sympathisch und zeigt mir halt eben auch, dass die Bestellung oder ich als Kunde auch wichtig bin. Dann das Ganze komplett ohne Plastik verpackt. Das heißt, ich habe hier ein bisschen Papier und dann habe ich eben die Stempelhilfe Olaf schön in einem Päckchen drin mit dem Logo. Finde ich super cool. Und da ist diese Stempelhilfe drin. Da kommen wir nachher noch dazu. Und das sind logischerweise die Motive vom Hersteller von diesen Stempelhilfen. Aber
es gibt extrem viel her, ne? Die zweite Stempelhilfe, der Günni. Hier auch schön eingepackt. Und ich finde schon das cool, ne? Von wegen vorne das Schaf von vorne, hinten haben wir es von hinten. Ne? Die Schafproduktion.de ist es. Und da drin haben wir eben die zweite Stempelhilfe, die ich euch heute zeigen werde. Und dann die Holzstempel, die ich bestellt habe, hier schön in einem kleinen Paket drauf mit einem Kleber, mit einem goldigen Herzen. Upsi, ich wollte das jetzt nicht kaputt machen. Hat man sich schon so viel Mühe gegeben und sie zerstört es, ne? Und hier drin habe ich eben die kleinen Holzstempel, die ich haben wollte. Das war das erste Paket. Also ihr seht, hier hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, das wirklich schön zu verpacken, und eben diese persönliche Notiz finde ich extrem cool. Das war Mias Papierwerkstatt. Da werde ich euch den Link unten natürlich reinmachen in die Beschreibung des Videos. Das war das erste. Und dann das zweite, das habe ich von der Schafproduktion direkt bestellt. Hier hat einfach das Thema Schweiz-Deutschland. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber es ist ja immer ein bisschen schwierig. Von dem her musste ich hier über meinen Einkauf gehen. Deshalb sieht die Box auch nicht mehr ganz so schön aus, wie die mal war, weil die müssen das natürlich für die ganze Verzollung öffnen, damit sie den Inhalt sehen, und machen dann ihren Kleber drüber. Aber eigentlich wäre hier auch schön ein Kleber von der Schafproduktion, ne? Und was ich auch extrem cool finde, die haben sogar ihren eigenen Wachssiegel, der hier auf der Kiste drauf ist. Finde ich super cool. Wenn wir das aufmachen, dann haben wir hier innen drinne, was ich auch super finde, gleich eine kleine persönliche Notiz, wo mein Name drauf steht und von wem das mit Liebe gepackt wurde, nämlich von der Sarah selber. Und dann natürlich die Infos zur Schafproduktion hier drauf. Innen drinne kleines Päckchen mit auch wieder diesem Kleber drauf, und dann danke fürs Verlieben. Finde ich super. Da sind Holzstempel drin, die ich bestellt habe. Und auch hier wieder komplett ohne Plastik verpackt. Das legen wir kurz beiseite. Dann habe ich eine Farbkarte. Die habe ich so nicht bestellt. Die wurde mir einfach beigelegt, was ich super finde. Die könnt ihr aber auch bei ihr bestellen für eure Stempelkissen. Und hier die Rückseite. Ist das cool oder ist das cool? Die Rückseite vom Schaf wieder mit Mäh. Hammer. Dann haben wir Nutzungshinweise. Wir haben Hinweise zur Abo-Box, die es gibt. Und was ich mir hier auch bestellt habe, ist die Stempelunterlage, die so ein bisschen hart ist, damit die Stempel dann auch schöner werden. Das ist das eine. Jetzt zeige ich euch die Rückseite, merke ich gerade, weil wir haben auch hier wieder Vorderseite, die Vorderseite des Schafes, Rückseite, die Rückseite des Schafes, und hier Stempelmatte Jens ist es. Dann haben wir hier noch ein Paket, auch wieder schön mit diesem Kleber drauf. Und ihr seht, ich habe richtig eingekauft, von wegen, ne? Ja, diesmal habt ihr mich verführt, ne? Ich habe zweimal ein Schwammtuch, ein kleines und ein großes, die ich wirklich mega finde, weil ich habe bis jetzt meine Stempel immer mit diesen Babytüchern geputzt. Aber das ist eigentlich eine viel bessere Variante, und vor allem kann ich die danach einfach in die Waschmaschine legen, so wie ich das verstanden habe. Genau, waschbar bis 95 Grad, also von dem her eine super Sache. Auch hier wieder schön der Kleber drauf mit dem Hinweis, dass es eben einerseits das Mini-Schwammtuch Wilhelm ist und das Schwammtuch Wilhelmine. Na, dann habe ich einiges an Stempeln bestellt.
Das zeige ich euch nachher, weil ich hatte selber noch gar nicht so viele Holzstempel. Und dann ist das eben die dritte Stempelhilfe, die ich bestellt habe. Und das ist der Hermann. Auch hier wieder super schön verpackt. Und das ist die Stempelhilfe, plus dann haben wir auch hier eine Anleitung drin. Die gucken wir uns jetzt natürlich genauer an. Aber das war das, was ich euch zeigen wollte, ne? Wie cool das ist, wenn man so eine Verpackung bekommt, wo sich jemand wirklich Mühe gegeben hat und das ganze Konzept quasi durchdacht hat und das im eigenen Brand wirklich auch so darstellt. Also, ne? Finde ich wirklich super Beispiele. Jetzt wollte ich euch auch kurz zeigen, was für coole Stempel ich bestellt habe. Und hier bei diesem Schwammtuch, ne, das könnt ihr einfach feucht machen. Dann habe ich das auf eine Unterlage, die ich jetzt immer für das verwende, draufgelegt. Und das liegt jetzt schön neben mir, damit ich da die Stempel abstreifen kann. Wir fangen mal mit den großen Stempeln an. Das sind die größeren Stempel, die ich habe. Eines nur für dich, finde ich einen extrem schönen Schriftzug. Dann den Stempel von wegen, willst du mit mir? Dann könnt ihr da was reinschreiben. Ja, nein, vielleicht, ne, wie früher in der Schule, als man gefragt wurde, ne, willst du mit mir gehen? Ich finde das so cool. Dann einen Auspacken und Ausflippen, den finde ich auch super. Dann habe ich hier so einen Punkteregen und noch eine Blume. Das sind die größeren, die ich bestellt habe. Und dann habe ich hier noch so ein paar Mini-Stempel, einen Farbsplitter, dann einen Stern ausgefüllt, einen nicht ausgefüllt, einen ganz klein, einen Kreis ausgefüllt, dann nur den Rahmen, ein Herz, kleines Herz und die Füßchen. Und diese Mini-Stempel habe ich bestellt, weil ich lustigerweise auf Instagram die ganze Zeit Vorschläge bekomme von jemandem, die wirklich super zeigt, wie man so sehr schlichte Karten eben machen kann. Und ich fand die so cool, nämlich, dass man einfach viele kleine Stempel miteinander kombiniert. Und deshalb wollte ich das auch mal so ein bisschen ausprobieren. Ich habe das Ganze jetzt gestempelt ohne Stempelhilfen, aber jetzt gucken wir uns die Stempelhilfen an, weil um die geht es ja heute eigentlich, ne? Fangen wir zuerst mit dem Olaf an. Und falls euch das Ganze nicht klar ist, wenn ich euch das hier zeige, es hat auch eine Anleitung dazu, wie ihr das machen könnt. Und zwar funktioniert es so, ihr nehmt eure Stempelhilfe, legt die auf die Matte drauf, dann nehmt ihr hier dieses Plastik und es ist so, dass das scharf euch anguckt, ne? Nicht die Rückseite. Also ihr könnt den Schriftzug lesen, weil es hat eine glatte Seite und eine nicht glatte Seite. Wir wollen die glatte Seite nehmen und das legt ihr hier oben schön in die Ecke. Und dann könnt ihr den Stempel nehmen, den ihr stempeln wollt. Und den hier einfach mal entlang des Stempelblockes auf das Plastik drauf stempeln, so dass das drauf ist. Und was wir jetzt machen können, ist, wir gucken auf dem Papier, was ihr schlussendlich bestempeln wollt, wo ihr das dann gerne platzieren möchtet. Ne, ich will das hier schön mittig haben. Jetzt halte ich das fest, gehe hier mit der Stempelhilfe ran, dass das wieder hier schön in der Ecke liegt. Dann kann ich das hier wegnehmen, den Stempel neu laden, natürlich in der richtigen Orientierung. Jetzt kann ich hier auch wieder schön der Ecke entlang runtergehen und das stempeln. Wie immer den Stempel kurz einziehen lassen. Und wenn das jetzt nicht gut gestempelt wäre, es hat einen super Abdruck gegeben, aber wenn das nicht gut gestempelt wäre, dann könnte ich hier immer noch mal nachladen und an der genau selben Stelle wieder runtergehen und das so noch mal nachstempeln. Und so habe ich das perfekt gestempelt und schön in der Mitte von meiner Karte
wo ich das haben will. Damit mache ich nachher noch weiter mit einer anderen Stempelhilfe. Aber wenn ihr das jetzt nicht mehr braucht, könnt ihr das eben auch wunderbar einfach über das Tuch drüber reinigen und alles ist wieder sauber. Und wenn ihr, ich habe jetzt hier die Memento, aber wenn ihr zum Beispiel eine Archival Ink verwendet, könnt ihr das natürlich auch kurz mit StarSon, mit dem Stempelreiniger reinigen. Ich zeige euch den kurz. Das ist ein Stempelreiniger, der hat vorne einen Schwamm. Dann könntet ihr das hier einfach drauf reiben und das dann auch mit dem Tuch putzen. Das war schon mal das erste Beispiel mit der Stempelhilfe. Und ich mache jetzt gerade noch, ich habe es mir gerade überlegt, ich mache kurz mit dem weiter, weil wir können da auch noch mehr als nur das machen, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Ich nehme hier meinen Punkteregen und stemple den schön hier oben in die Ecke. Jetzt kann ich das nehmen und ich will hier oben eine Bordüre machen mit diesem Sternenregen. Dann lege ich hier den Stempelblock wieder an mein Plastik dran, kann das Plastik wegnehmen und das ist schön an dieser Stempelhilfe, die Karte bleibt schön da liegen, wo sie war. Dann kann ich den Stempel wieder laden und das hier schön stempeln. Jetzt habe ich einen ersten Teil von dieser Bordüre. Jetzt kann ich weitermachen, ne? Das heißt, ich gucke jetzt, wo muss ich landen, damit ich hier schön nahtlos weitermachen kann. Lege dann die Stempelhilfe wieder an, nehme das wieder weg, lade den Stempel neu und gehe wieder hier entlang von der Stempelhilfe. Und das wiederhole ich jetzt einfach so oft, bis ich zum Ende des Randes gekommen bin. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich den Punkteregen ganz einfach abputzen und schon ist er weg. Und ich habe hier wunderbar eine coole Karte mit oben und unten einem Regen, einem Punkteregen und in der Mitte komplett simpel, ne? Willst du mit mir? Ja, nein, vielleicht. Ich würde das sehr wahrscheinlich jetzt einfach als Geschenkkarte für einen guten Freund oder Freundin machen und da einfach schreiben, willst du mit mir brunchen oder frühstücken? Ne? Das finde ich eine coole Idee. Na, also hier der Olaf, ne, wirklich super Hilfe, um solche Sachen zu machen. Und dann kommen wir noch zur Stempelhilfe Günther, aka Günni. Finde ich einen extrem coolen Namen. Und da haben wir ein Rad und hier diesen Ecken. Und natürlich auch wieder das Plastik. Jetzt kann ich das auch hier oben in die Ecke geben. Und jetzt nehme ich hier meinen Mini-Stempel. Da mache ich jetzt gar keine Markierung. Und was hatten wir? Ich kann jetzt festlegen, also hat verschiedene Größen von Löchern und ich kann so ein bisschen festlegen, wie weit raus ich gehen will. Ich würde sagen, ich nehme jetzt hier oben, da wo die 7 angezeichnet ist. Und dementsprechend gucke ich natürlich auch, dass diese Linie da mit der Linie hier oben abschließt. Na, hier oben habe ich eine Linie und auf die muss ich jetzt gucken, dass das hier schön abschließt. Und so stemple ich das hier schon mal.
Dann nehme ich meine Karte und gucke mal, wo ich das gerne platziert haben möchte. Dann kann ich hier die Stempelhilfe ranschieben. Und jetzt eben mit der Ausbuchtung, mit der ich gearbeitet habe. Das war diese hier. Das auch schön wieder auf die 7 legen. Und jetzt quasi mein Plastik unten wegnehmen. Und ich mache hier in der Mitte eine kleine Markierung, damit ich, was ich doch verrutsche, das da genau wieder platzieren kann. So, und jetzt kann ich quasi hier, das war die falsche 7, ne? Das ist die richtige 7 hier. Das heißt, ich habe hier meinen Punkteregen und jetzt kann ich mal gucken, wie stark ich verschieben will. Ob ich immer im 1 cm Rhythmus verschiebe. Ich würde sagen, das mache ich. Das heißt, hier schiebe ich das einfach. Ne, 1 cm ist zu wenig. Nehmen wir 2 cm. So. Stemple wieder. Dann rutsche ich hier wieder 2 cm, das ist einer, das ist 2 und stemple wieder. Wieder 2 cm. There's something in the air and a sparkly shimmer on our skin. So, und wenn ich jetzt richtig gezählt habe, dann müsste ich einen perfekten Kreis haben mit diesen Punkten. Und genau das habe ich gekriegt. Ich finde das so super cool und halt einfach extrem schlicht. Das finde ich das schön an diesen Arten von Karten. So, jetzt wollen wir da natürlich auch noch einen Stempel in die Mitte machen. Und zwar will ich dieses auspacken und ausklippen, was ich so extrem cool finde. Und so seht ihr, dass ich eine wunderbare, schlichte Karte habe mit diesem Punkteregen und dem Auspacken und Ausflippen. Was ich mir jetzt auch noch angucken wollte, ist, ob diese Olaf auch mit anderen Stempeln funktioniert, wie zum Beispiel, ich hatte euch ja letztes Wochenende gezeigt, wie ihr mit der Silhouette Mint Stempel selber machen könnt. Und da nehmen wir jetzt mal hier die Stempelhilfe, respektive den Olaf auch wieder zur Hand. Von der Haptik her funktioniert es. Ich kann das hier wirklich schön entlang der Kante fahren. Ich habe einen super Abdruck hier drauf, kann den auf die Karte legen, wo immer ich den gerne haben möchte. Stempelhilfe, na, wo wollte ich es? Stempelhilfe drauf, Stempelblock drauf, stempeln. Jetzt ist der Abdruck noch nicht wirklich gut. Mal gucken, ob ich nachstempeln kann. Ja, genau an der gleichen Stelle. Ich kann sogar noch ein drittes Mal stempeln. Funktioniert wunderbar. Ich lande wirklich auch mit diesen Stempeln immer wieder an der genau gleichen Stelle. Ne? Also das funktioniert wirklich wunderbar. Und was ich hier auch noch gleich gucken wollte, wie das mit den normalen Stempelblöcken ist, mit den Acrylstempeln, ob das auch funktioniert. Putzen wir hier den Santa wieder weg. Wunderbar funktioniert. Karte brauchen wir gerade nicht. Zuerst hier logischerweise ganz normal stempeln.
ist ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, das könnte funktionieren. So, gucken wir, wo wir das platzieren wollen. Hier auf der Karte. Machen wir das hier schön mittig. Stempelhilfe dran wegnehmen. Da bin ich verrutscht, ne? Ich würde sagen, zuerst die Stempelkissen laden. So, versuchen wir das kurz nochmal richtig zu platzieren, da wo ich das haben will. So soll das sein. Stempelhilfe platzieren und dann mit dem Stempelblock drauf. Das heißt, ich gehe hier auch oben, ne, an den Seiten entlang runter. Halte den noch fest, komme wieder hoch. Einmal stempeln hat wunderbar funktioniert. Gucken wir mal, wenn ich nachstemple, ob das auch funktioniert. Er rutscht an den Kanten nicht ganz so gut, ist halt einfach nicht dafür gemacht, weil es ist Holz. Aber ich habe das Gefühl, ich bin genau da gelandet, wo vorhin. Ja. Na, mit dem Stempeltool. Zweimal gestempelt, hier mit dem Acrylblock. Hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt machen wir auch da noch was drunter. Und so habe ich das genau da gestempelt, wo ich das haben wollte. Dann kommen wir noch zur letzten Stempelhilfe. Das ist der Hermann. Gucken wir mal, wie der funktioniert. Auch hier habt ihr wunderbar eine Anleitung drin, ne, wie das funktioniert. Und der ist so konzipiert, dass ihr hier Rillen drin habt, die schön aufeinander passen, und so könnt ihr das immer schön platzieren und ihr könnt euren Stempel an dieser Rille ausrichten, und ihr habt natürlich auch hier verschiedene Größen. Und das Coole ist, ihr seht hier, ihr habt hier eine Ausbuchtung, und das ist, weil der Hermann hat auch einen Kumpel, ne? Das heißt, das ist wie ein zusätzliches Element, was glaube ich nochmal 10 cm, so wie es aussieht, ist, den ihr da einfach einhaken könnt und auch den nochmal erweitern könnt, weil auch der nochmal eine Ausbuchtung hat, ne? Und diese Stempelhilfe ist dafür da, dass ihr eben auch mit diesen Mini-Stempeln, mit den runden, auch Bordüren machen könnt. Und genau das machen wir jetzt. Wenn ihr etwas habt, was eine bestimmte Ausrichtung haben muss, dann könnt ihr hier auch mit einem Bleistift das anzeichnen, damit ihr das dann immer schön an dieser Linie orientieren könnt. Ich werde hier mit diesem Regen, mit diesem Punkteregen so ein bisschen wild durcheinander arbeiten. Von dem her mache ich das für mich nicht. Jetzt richte ich mir das Ganze hier aus, dass der hier schön gerade liegt, und dann gehe ich mit dem Element hier auf eine 0,75 ist das, würde ich sagen. Das merke ich mir. Und dann kann ich das erstmal stempeln. Und jetzt gehe ich einfach 1 cm weiter rüber und stemple auch hier wieder. Das mache ich jetzt durchs ganze Band durch. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, oh, oh.
So, das war das eine und das habe ich auf beiden Seiten gemacht. Beim Verschieben müsst ihr halt gucken, da wenn ihr einen Stempel habt, der noch nicht ganz getrocknet ist, dann solltet ihr da nicht drauf schieben, sondern dann hebt ihr den hoch und rastet den dann an der nächsten Stelle wieder ein. Jetzt will ich noch was anderes und zwar will ich da noch eine kleine Blume setzen und das mache ich immer auf der einer Position. Das heißt, ich richte hier auch das Lineal wieder schön aus, setze hier die Linie auf die 1 und dann kann ich die Blume laden und abstempeln. Ich habe jetzt so gemacht, dass ich oben nur eine Reihe mit den Blumen habe und unten 2 Reihen. Eine in den Sternregen rein oder in den Punkteregen. Ich sage immer Sternenregen, aber eigentlich ist es ein Punkteregen, ne? Jetzt können wir hier nochmal den Olaf nehmen, weil ich will da noch einen Spruch in die Mitte bringen. Und so habe ich eine Karte mit einer Bordüre, auch mit den Mini-Stempeln. Und das war das, was ich euch mit diesen Stempelhilfen zeigen wollte, wie ihr mit Olaf wunderbar die Stempel platzieren könnt, hier auch Bordüren machen könnt. Das funktioniert wirklich wunderbar, dass ihr das eben auch mit den Stempeln, die ihr mit der Mint macht, dass das auch super funktioniert. Das ist auch mit den Acrylblöcken wunderbar funktioniert. Es rutscht nicht ganz so gut an den Kanten, aber trotzdem, es geht, ne? Das hier dann, wie ihr mit Günni wunderbar solche Kreise auch stempeln könnt mit den Mini-Stempeln und dann auch wieder mit Olaf in die Mitte einen Spruch setzen könnt. Und dann, wie ihr mit Hermann auch mit den Mini-Stempeln Bordüren machen könnt und dann natürlich auch wieder mit Olaf in der Mitte einen Spruch machen könnt, ne? Also so ganz einfach schöne, schlichte Karten erstellen könnt. Und ich finde die im Moment extrem schön und eignet sich meiner Meinung nach auch super auf die Weihnachtszeit, ne? Diese schlichten Karten. Und wenn ihr mehr Videos noch sehen wollt, die Stempelproduktion hat selber auch einen YouTube-Kanal, wo die Sarah wirklich super auch zeigt, was ihr alles noch damit machen könnt. Da mache ich euch den Link unten rein und eben einerseits auch den Link auf die Seite von der Schafproduktion und dann aber auch die Seite zu Mias Papierwerkstatt, wo ihr die Sachen auch aus der Schweiz bestellen könnt, ne? Dass ihr da den Zugriff auch habt. Ich habe einfach ein paar Sachen noch bestellt, die sie nicht im Sortiment hatte und eben, dann müsst ihr dann halt über entweder Bekannte in Deutschland oder ein Postfach oder über Mein Einkauf gehen, dass ihr da die Sachen dann auch aus Deutschland bestellen könnt. So, das war's zu den Stempelhilfen. Wir gehen jetzt rüber noch zur Verlosung. So, jetzt hatten wir ja noch die 2 Bücher und ich habe ganz viele Kommentare von euch bekommen und ich bin echt
wirklich, ich habe mich so dermaßen gefreut drüber. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie lange ihr schon am Plotten seid, aber da waren so schöne Sachen mit dabei. Echt jetzt vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich muss mir für das nächste Mal ein bisschen was anderes überlegen, weil da waren jetzt so viele mit dabei. Hat jetzt ganz schön gedauert, das zu schreiben, jeden Namen auf dem Zettelchen, ne? So, ich würde sagen, gut geschüttelt. Und ich nehme jetzt einfach eins. Und das ist die Sandra Atzendorf. Das ist die erste. Herzliche Gratulation. Und die zweite. Ich greife jetzt ganz nach unten, ne? Nur einen Zettel. Und hier haben wir. So, jetzt will auch meine Kamera fokussieren. Das ist die Margret Henrich. Herzliche Gratulation. Ich werde euch anschreiben und für alle anderen, wo es jetzt leider nicht geklappt hat, das tut mir echt leid. Ich hätte wirklich am liebsten für euch alle ein Buch besorgt. Aber diejenigen, die sich jetzt trotzdem noch dafür interessieren, ich werde euch auf jeden Fall den Link unten reinmachen, wo ihr das auch bestellen könnt. Das war es jetzt aber auch schon für heute. Die ganzen Stempelhilfen, die Verlosung vom Buch. Ich gratuliere nochmal Sandra und Margret zum Gewinn des Buches und wünsche euch ganz viel Spaß damit und hoffe eben, dass alle anderen nicht zu fest enttäuscht sind. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und euch hat das Video gefallen und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!